Wir versuchen ja, einen Beitrag zur nachhaltigen Mobilitätswende zu leisten. Das tun wir, indem wir möglichst viele nützliche, möglichst CO2-arme Fahrzeuge auf die Straße bringen und möglichst viele Menschen mit nachhaltigen Fahrzeugen mobil machen. Was ich da total spannend finde, ist die Frage, was bedeutet eigentlich nachhaltige Mobilität oder überhaupt nachhaltige Lösungen? Und da gibt es ja total viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und die wir wirklich versuchen, so alle mit einzubeziehen. Weil auf der einen Seite, klar, jetzt so ein Lastenrad oder ein Fahrrad als solches spart natürlich im Vergleich zum Auto theoretisch total viel Emissionen ein, aber auch nur, wenn man es benutzt. Und dann ist natürlich der andere große Punkt, dass die Produkte ja nicht nur in ihrem Einsatz nachhaltig sind oder nicht nachhaltig, sondern man sich die ganze Produktgeschichte anschauen muss. Und bei Elektrofahrzeugen im Allgemeinen, also Autos wie aber auch E-Cargo-Bikes, entstehen 80% der Emissionen schon bei der Produktion. Das heißt, es ist total entscheidend, dass man das auch möglichst nachhaltig produziert und nicht irgendwie Rahmen aus Taiwan herbringen lässt. Und dann eigentlich schon so einen großen CO2-Fußabdruck dabei hat, den man erstmal abstrampeln muss und irgendwie 20 Jahre mit dem Rad rumfahren. Deswegen versuchen wir wirklich konsequent nachhaltig hier in Deutschland zu produzieren. Alle Komponenten wählen wir wirklich nach höchsten Nachhaltigkeitskriterien an, versuchen möglichst kurze Lieferwege, aber natürlich auch die Langlebigkeit, so als drittes Ding, weil wenn ich natürlich jetzt nur 2-3 Jahre Spaß mit meinem Produkt habe und dann brauche ich irgendwie ein neues Bike, weil es irgendwie nicht mehr richtig funktioniert, kaputt geht, dann ist natürlich auch keine Lösung. Das heißt, wir haben uns auch wirklich viele Gedanken gemacht, dass unser Produkt auf der einen Seite super langlebig ist und nicht kaputt geht, super leicht zu reparieren ist, und auch in seinem Nutzen halt sich mit dem Leben mit anpasst. Das heißt, vielleicht habe ich erst keine Kinder, später habe ich Kinder, dann habe ich vielleicht einen großen Hund, dann habe ich vielleicht diesen oder jenen Job und dass das Fahrzeug so modular anpassbar wie ein Chamäleon halt eben ist, dass es halt mit dem Leben mitwächst und das wirklich ein langjähriger Begleiter sein kann. Was mich aber auch total interessiert und was sicherlich auch immer wichtiger wird, ist einfach die Frage, wie sich unsere Firma entwickelt und wie wir es schaffen, einen Betrieb aufzubauen, bei dem irgendwie alle total gerne arbeiten und was gut funktioniert und was auch in seiner Struktur zeigt, dass man auch auf eine andere Art und Weise erfolgreich Unternehmen führen kann, als das oft klassischerweise ist, und halt eben mit einem nachhaltigen, gemeinschaftlichen, nicht hierarchischen Gedanken. Der Traum ist eigentlich, ein Unternehmen aufzubauen, das nachhaltig ist, und zwar nicht nur irgendwie, was irgendwie den Einkauf und die Produktion angeht, sondern auch nachhaltig für die Mitarbeiter, nachhaltig für die Kunden. Und da denke ich, gibt es total viel auszuprobieren, weil es sehr wenig Vorbilder auch, finde ich, gibt. Also es gibt verschiedene Ansätze, aber alle haben also ihre Vor- und Nachteile. Und wenn man nicht so den klassischen Weg geht, dann ist das, glaube ich, auch viel probieren und auch viel gemeinsam üben. Dinge wie irgendwie, wenn nicht einer sagt, so machen wir es, wie stimmt man sich denn dann gegenseitig ab? Wie garantiert dann, dass trotzdem alles gemacht wurde? Auch die Sachen, auf die keiner Lust hat, wenn sich jeder aussuchen darf, was er macht. Trotzdem wäre blöd, wenn irgendwas nicht gemacht wird. Einfach nur 40 Jahre zu arbeiten, ohne dann quasi wirklich so Spaß daran gehabt zu haben, habe ich keine Lust drauf. Deswegen ist es für mich, glaube ich, eine ganz angenehme Art von Arbeit. Ich meine, klar, ist auch Familie und dadurch hat man natürlich auch einfach mehr Interesse, dass das Ganze funktioniert und irgendwie, dass es was voranbringt, wo man dazugehört und wo man auch wirklich will, dass was passiert.